Also ich freue mich auch, dass ich hier bin. Gerade, ich habe es schon gesagt, ich komme aus Frankfurt und hatte heute Morgen eine Vollsperrung. Das Gute war aber auf der anderen Fahrbahnseite. Also die Autos standen kilometerweit, stundenlang. Aber gut, wie gesagt, ich hatte die richtige Richtung. Von daher erstmal alles gut. Zu meiner Person, Sven Gur. Was mache ich? Ich bin bei Sopra Steria für das Thema Data Analytics AI, diesen Blog, also auch ähnlich zu den Themen, die wir vorher schon angeschnitten hatten, die Kollegen, verantwortlich. Historisch, nein, ich bin kein Maschinenbauer, das muss ich schon gleich hier offenbaren. Wobei meine Ausbildung im Grunde genommen auf diesem Breitengrad passiert ist, nur weiter östlich, Richtung Braunschweig. Da gibt es ganz viele Maschinenbauer, die kenne ich aber mehr von den Partys. Ich selbst bin Wirtschaftsinformatiker. Wobei ich sagen muss, ich habe auch nach meinem Studium kurzzeitig noch bei Volkswagen gearbeitet, im Produktionscontrolling. Bin dann aber Richtung Frankfurt in der Bank gelandet und später in der Unternehmensberatung. Und wie gesagt, das Thema Daten, das begleitet mich in unterschiedlichsten Konstellationen über viele Jahre. KI, was wir jetzt schon vielfach gehört haben, auch extrem spannend. Denn ich hatte mal die Verantwortung für ein KI-Lab 2017 bis 2019. Und das war noch ganz ohne Gen AI, also ganz spooky, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Gut, lassen wir uns einfach mal reingucken, vielleicht ganz kurz, was möchte ich erzählen? Im Grunde einmal ganz kurz nochmal die Firma highlighten, 2, 3 Facts, nicht in der Tiefe. Dann geht es für mich darum, wo ich sage, einfach mal eine Zeitreise, das Thema Daten, wie hat sich das entwickelt? Weil viele Potenziale, die wir haben, kann man da einsortieren, einordnen und man sieht auch, wo geht es hin. Und dann geht es eigentlich in dem wesentlichen Block dann darum, Beispiele, Trends, Beispiele aufzuzeigen, was man machen kann, wie man aus Daten Mehrwert rausholen kann. Genau, darum geht's und von daher gleich mal der Einstieg. Sopra Steria. Wir haben schon 2, 3 kurze Statements gehört. Im Grunde genommen sind wir ein Konzern, ein europäisch aufgestellter Konzern mit über 50.000 Mitarbeitern. Man sieht ja so ein bisschen den Fokus. Ja, Indien ist so Offshore und ansonsten halt das wesentliche spielt sich in Europa ab. Hilft uns heute weiter, weil auch wir haben digitale Souveränität und ähnliche Sachen schon gehört, europäische Souveränität. Das ist durchaus, kommt uns ein Stück weit entgegen, weil wir natürlich viele Wettbewerber haben, die stark aus dem amerikanischen Markt kommen. Und wir sind ja wirklich ganz klar europäisch aufgestellt. Die kleinen Zahlen hier unten, auch da ganz kurz, wenn wir nach Deutschland gucken, nein, da sind wir nicht 50.000 Mitarbeiter, da sind wir in etwa 2.500 Mitarbeiter, verteilt über ganz Deutschland. Wie gesagt, Frankfurt, da komme ich her. Nils, wo kommst du her? Geschäftsstelle? Köln, ja, also genau, schön verteilt. Also vielleicht 3 Dimensionen noch zu uns. Dimension 1, welche Branchen bedienen wir? Weil wir sind jetzt im Bereich Manufacturing, Industries, Automotive, ja, das ist ja auch der Themenkomplex, wo wir hier sind. Genauso sind wir im Banking, Public Services Bereich und diverse andere Aeroline und ähnliches auch noch aktiv. Das ist ja eine Dimension. Was bieten wir an? Grundsätzlich sind wir Management-Technologieberatung, das heißt, wir gehen in der Wertschöpfung von Beginn, Entwicklung von Strategien und ähnliches bis hin zur Umsetzung von technischen Lösungen und auch Betrieb solcher Lösungen. Also es ist wirklich die gesamte Wertschöpfungskette. Und die dritte Dimension, die ich noch ansprechen möchte, ist, wir haben gewisse für uns wichtige Markt-Offerings definiert. Und eines dieser Offerings ist, jetzt komme ich, Data Analytics und AI. Wobei ich heute lieber Data und AI sage, ist ein bisschen kürzer. Und früher gab es das AI hinten dran auch noch nicht, das muss man dazu sagen. Genau, und darum soll es jetzt hier gehen. Wir sind in dem Markt schon seit mehr als 25 Jahren Data Analytics unterwegs. Und das hat mich dann dazu hinreißen lassen, dass ich sage, wir machen mal eine kleine Reise vorab, um mal zu sehen, was hat sich eigentlich entwickelt, wie hat es sich entwickelt, was ist möglich, weil daraus leiten sich natürlich zum Ende hin die Use Cases ab, über die wir sprechen. Wichtig bei dem, was ich jetzt zeige, das sind keine, ich fange einfach mal an, dann sage ich das vielleicht nochmal. Wir steigen in die Zeitreise ein und beginnen mal in der Urzeit. Wir sehen die Dinosaurier, das hat immer, wenn man so es sieht und denkt,
bin ich eigentlich da noch irgendwo unterwegs? Das klingt so, hat so vielleicht einen negativen Beigeschmack, soll es aber gar nicht haben. Das Thema hier, Uhrzeit, heißt bei uns ca. 1990. Im Grunde genommen gab es kein strukturiertes Datenmanagement und Ähnliches, sondern im Grunde, wer Daten braucht, ein bisschen analysieren wollte, hat sich in Excel genommen oder andere Tools, hat sich irgendwo was hergeholt und hat diese Excels dann mit Formeln, mit VBA, also immer verarbeitet und hat dann sein Reporting gehabt. Da brauchte man in der Regel auch keine IT-Abteilung für, sondern das hat der Fachbereich selber gemacht. Was dazu führte, das erleben wir heute noch, dass diese Restanten heute noch vielerorts aktiv sind. Also Beispiel, ich war an einer Integration zweier Banken im Projekt mit beteiligt, die Commerzbank und Dresdner Bank. Und im Grunde genommen gab es ein großes Integrationsprojekt, auch die IT, es wurde schön Pläne gemalt und wie ist die Ampel, grün, gelb, wie auch immer. Und es gab einen Zeitpunkt, wo die Ampel beeinflusst wurde von einem Thema, was ein Stück weit vom Beginn an nicht ganz so präsent war. Das Thema heißt individuelle Datenverarbeitung. Und da sind wir genau hier in dieser Ecke. Das heißt, es sind keine Lösungen, die von der IT gemanagt sind, sondern Lösungen, sagen wir mal Exits, wie auch immer, die im Prozess relevant sind, aber die gar nicht jeder so kennt. Und das prägte so ein bisschen die Zeit der Uhrzeit. Ich sage es aber nochmal dazu, das heißt jetzt nicht alles, die Uhrzeit ist jetzt vorbei, alles ist fertig und so weiter. Ich möchte die Möglichkeiten aufzeigen, die sich entwickelt haben. Kommen wir mal zur Steinzeit. Im Grunde war das so ein Stück weit mein Einstieg, also ich könnte da auch stehen. Das war so um die 2000er Jahre, da war das Thema Data Warehouse ein ganz großes. Man hat gesagt, okay, wir müssen mal Daten sammeln, wir müssen die auch irgendwo mal IT-gesteuert abspeichern, für Analysen bereitstellen. Man hat das so ein bisschen getrennt zwischen operational, transaktional und man nannte es dann Dispositiv für Reports. Das ging damals gerade los. Was natürlich da war, das war stark auf strukturierte Daten. Was heißt stark? Im Grunde war es nahezu ausschließlich auf strukturierte Informationen. Tabellen, relationale Datenbanken und man hat sich Reports über Zahlen, Tabellen mit leichten Analysemöglichkeiten hergestellt. Die Aktualisierung von Daten war da, wenn einer gesagt hat, Realtime, ich glaube, das Wort kannte man damals noch gar nicht. Das war in der Regel, wenn man sagte, man möchte tägliche Updates, war das schon viel. Im Finance-Bereich konnte das dann auch sein, dass das dann vielleicht nur monatlich passiert oder ähnliches. Genau. So, dann kommen wir in das nächste Zeitalter. Wir sind im Mittelalter angekommen. Und jetzt kommt natürlich ein Begriff, der heute auch noch viel prägt, der Begriff Big Data. Im Grunde genommen gab es verschiedene Einflussfaktoren. Ich habe hier diese 4 Vs, von denen man spricht, einfach mal aufgenommen. Man hat gemerkt, gerade auch durchs Internet, zunehmende Digitalisierung, hat sich das ganze Thema rund um Daten stark verändert. Das Datenvolumen ist drastisch gestiegen. Velocity, es ging viel schneller, gerade auch hier, wir haben über Maschinendaten gesprochen, das ist natürlich auch, die will ich nicht einmal im Jahr irgendwie aktualisieren, sondern bestmöglich natürlich Realtime-mäßig. Variety, das heißt, wir sprechen nicht mehr nur über Tabellen, sondern wir haben auch Bilder, wir haben Texte und andere Informationen, die wir auch nutzen wollen. Und Veracity, es wurde natürlich auch ein Thema, wie kann ich den Daten vertrauen? Was steckt wirklich hinter den Daten? Kann ich die nutzen? Wurde auch größer. Gut, eine Mentalität, die dort eintrat, war, wir haben jetzt einen großen Data Lake und sammeln mal alles ein. Alles rein kann man ja später mal brauchen. Das Thema Auswertung kam eigentlich erst später hinten dran, dass man sagt, okay, jetzt gucken wir mal rein, was kann man eigentlich mit den Daten machen? Und dann hat man angefangen, die Sachen auswertungsoptimiert herzustellen. Das klingt auch schon so und war auch so, ist nach wie vor stark IT-lastig gewesen. Also das ist ja im Fachbereich, kann man eben sich so eine Big-Data-Landschaft und da mit den Speichermedien auseinandersetzen, war schwierig. Und es sind im Grunde genommen auch, war es der Start der Ökosysteme in dem Umfeld. Komme ich gleich nochmal drauf. Gut, und dann springe ich in die Neuzeit. Ja, Frankfurt. Den Stau sieht man gerade nicht.
Die neue Zeit. Es ist schon mehrfach gefallen. Natürlich prägt momentan viel das Thema AI in vielen Facetten. Zum einen, Daten werden für AI gebraucht, weil wenn jeder davon spricht, muss man Sachen trainieren. Dann brauche ich Daten, die müssen gut sein, die müssen ausreichend sein. Aber natürlich auch, und das finde ich einen extrem spannenden Punkt, das Thema Daten durch AI. Also wir sind jetzt mit den generativen KI-Methoden an dem Punkt, dass die KI permanent Content produziert. Ich sage mal, unternehmensseitig mal kurz ausgeblendet, rein mal ins Internet geschaut. Der Anteil der KI-generierten Informationen nimmt stetig zu. Wer kann denn dann in 5 Jahren noch entscheiden und sagen, hey, das sind Informationen, die wirklich jemand auch erfasst, gesehen, gemacht hat und nicht irgendwie was die KI generiert hat. Also das ist, glaube ich, ein großes Thema. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Daten durch KI auch natürlich eine Riesenchance, weil man natürlich Mehrwerte erzeugen kann, die vorher so nicht möglich waren. Ich denke, das Thema Service-Produkt hat man schon angeschnitten. Multimodal im Grunde genommen ist das genau, was ich sage, Texte, starken Stellenwert, Bilder und ähnliches. Auch ein Punkt, der momentan viele beschäftigt, ich meine, Symedia, wir haben es gerade angeschnitten, das Thema Cloud ist natürlich viel präsenter mittlerweile, weil durch die Masse und die Rechenpower ist es natürlich schwierig, dass sich jedes Unternehmen irgendwie so ein paar Server in den Keller stellt. Natürlich mit allen Facetten. Ich meine, heute ist die digitale Souveränität ein Thema. Das heißt, erst alle Richtungen AWS, Google und Microsoft und jetzt vielleicht doch eine digitale souveräne Cloud in Europa, Stackit oder Ionos oder was auch immer. Ist ein großes Thema, was Kunden aber unterschiedlich intensiv betrachten. Weil die sagen sich natürlich auch teilweise bei uns, ich habe jetzt Millionen meinen Move auf die AWS gemacht, jetzt kann ich nicht das nächste Millionenprojekt lostreten und mache jetzt alles auf eine Stackit Cloud. Das ist gerade alles in der Bewegung. Governance, Regulatorik ist natürlich was immer stärker kommt. Wir haben den Data EU Act, den AI Act gibt es, verschiedenste Sachen, wird viel reglementiert, das natürlich auch eine Relevanz hat für die Nutzung von Daten und Datenlösungen. So, da sind wir. Die Zukunft, das überlasse ich jetzt allen hier im Raum, was man sich darunter vorstellen mag. Punkt. Ich nehme jetzt nicht die 2 Buchstaben, die dann alles lösen wird, weil das ist wirklich Zukunftsmusik erstmal noch. Genau, so jetzt, was heißt denn das konkret? Ich spreche mal vom modernen Datenplattform-Ökosystem. Hier sind wir wirklich in einer Welt, was brauche ich denn eigentlich, wenn ich mit Daten arbeite? Und das vielleicht auch nochmal, jetzt, was ich gerade gesagt habe, reflektiert ganz konkret darauf, wie sich das entwickelt hat. Das ist jetzt das, was ich als Urzeit angedeutet habe. Wir haben übersichtliche relationale Datenquellen, wir haben Reports, diese Access Storage war eigentlich wenig ausgeprägt. Dann kommen wir in diese Data Warehouse Zeit, in die Steinzeit, relationale Datenbanken, häufig Direct Access oder ODBC, JDBC, da gab es ein paar Standard Interfaces. Und jetzt passiert wirklich ein bisschen mehr. Big Data, weil Big Data ist halt wir haben viele Daten, die wir jetzt mit berücksichtigen können. Es gibt neue Speicher, gerade für unstrukturierte Daten, ob das dann Blobs sind oder was auch immer. Virtuelle Szenarien gibt es, APIs ist stärker forciert worden, das heißt, dass ich von allen möglichen Konsumentensystemen auch Daten nutzen kann. Und natürlich, klar, hier oben haben wir Sensordaten und andere Präsentationsmedien. So, man sieht jetzt, bei dem finde ich, hier unten mehr Daten bekommen Relevanz. Ich finde es nach oben im ersten Schritt noch schwach, was man damit machen kann. Und das ist eigentlich für mich der Punkt, was jetzt gerade passiert. Dass wir sagen, ja, die Daten hier unten wussten wir schon alles, natürlich kommen wir neu hinzu, aber jetzt haben wir ganz andere Möglichkeiten und da kommt einfach, muss man sagen, auch KI ins Spiel. Nicht jeder KI-Case ist gut und richtig, es ist auch nicht die Antwort auf alle, aber KI ermöglicht uns eine Menge, gerade in Bezug auf unstrukturierte Daten. Ganz wichtig, also ich habe da auch aus meiner AI-Lab-Zeit wir haben ein paar Themenblöcke aufgesplittet. Einer war Natural Language Processing, das war 2018. Und ich habe mal erzählt, also natürliche Sprache, das ist ja der goldene Gral, das ist ja das Schwierigste überhaupt, weil man da mit Ontologie, mit ganz komischen Mechanismen versucht hat hinzukommen, Texte zu generieren und ähnliches.
Und wenn ich jetzt gucke, was gerade passiert, also diese Grenze gibt es gar nicht mehr. Also die ist ja quasi durch die Large Language Models weggeblasen. Natürlich müssen die sich noch verbessern, alles richtig, aber was da für ein Schub kam, Wahnsinn. Gut. Das ist ja vielleicht nur eine kleine Randbemerkung Richtung KI, weil ich komme nachher noch mal kurz darauf zurück. Wir haben ja auch andere Speichermöglichkeiten oder Nutzungen. Graph-Datenbanken ist ein großes Thema. Ja. Achso, gute Frage, danke. Ich habe es einfach mal hier reingeschmuggelt. MCP ist im Grunde genommen ein Standardprotokoll. Das ist Model Context Protokoll heißt das. Und das ist ein spezielles Protokoll um Daten in KI-Lösungen einzubinden, in Gen-AI-Lösungen. Das heißt, wir haben vorhin so ein bisschen was Knowledge Management und ähnliches. Und wenn ich Daten mit einbeziehen will aus anderen Systemen, Datenbanken, nutzt man dieses Protokoll, um die dann in diesen Lösungen nutzen zu können. Das ist standardisiert. Und das ist verbreitet sich rasch. Da gibt es so einen MCP-Server auf der einen Seite, auf dem liefernden System und dann so ein Client auf dem empfangenen System. Das steht im Grunde dahinter. Gut. So, das war jetzt mal einmal quer durch den Garten. Jetzt ist natürlich die Frage, was fangen wir jetzt mit den ganzen Möglichkeiten an? Vielleicht da auch noch mal eine Sache vorab. Das ist jetzt ein Bild, wo ich alles Mögliche drauf gemalt habe. Und das heißt natürlich nicht, dass jetzt jeder alles Mögliche braucht. Am Ende muss ich halt gucken, was sind meine Use Cases, wie kann ich die herstellen und nutzen. So, und das ist jetzt mein zweites Kapitel. Ich kann es schon vorab sagen, ich habe nur 2 Kapitel, also von daher. Und da steigen wir jetzt mal voll ein und fangen mal mit einem Anwendungsszenario an. Das ist dieses Dashboard, was wir gemeinsam mit der Symedia entwickelt haben, was im Grunde genommen, ich sage mal, ein Standard-Dashboard erstmal ist. Man hat fest definierte Zahlen, Kennzahlen, Inhalte. Das ist jetzt nichts, was mit Excel gebaut ist auf irgendeinem Laptop. Nein, das ist jetzt in dem Fall, also ich gehe mal hier, dann kann man es hier vielleicht ein Stück weit sehen. Wie funktioniert das im Grunde genommen? Haben wir den Symedia Hub, wo die Daten liegen. Über eine API werden dort Daten genutzt, um dann, in dem Fall ist es eine Power BI-Lösung, ein Power BI-Dashboard anzubieten. So, diese Aktualisierungszyklen, das ist jetzt auch mit Demo-Daten, also das sieht jetzt hier so ein bisschen, da guckt man vielleicht hin und kann sagen, sieht alles ganz schön komisch aus gerade, wo das in Minuten. Ja, ich meine, das können Sie wahrscheinlich besser beurteilen, ob das valide Reaktionszeiten sind. Das sind die Vertriebssales. Ach stimmt, das hatten wir damals gesagt. Ja. So. Prinzip dahinter, wie gesagt, das kann man sich jetzt natürlich ausprägen in unterschiedlichsten Formen. Hier hat man jetzt parallel quasi einen Bereich, wo man solche Dashboards herstellen, bereitstellen kann. Diese Dashboards kann ich auch in dieser Form beispielsweise für unterschiedliche Tenants und Kunden bereitstellen. Solange die auf dem Datenmodell basieren, was jetzt in dem Hub drunter liegt, kann ich den natürlich bereitstellen. Das muss ich dann natürlich logischerweise über Berechtigung und Zugriffssteuerung, dass jeder seine Daten sieht, logisch, herstellen. Aber sowas kann ich bereitstellen und kann sagen, hier ist das interessant für euch, hilft euch das weiter. Das ist so ein Stück weit die Grundidee dahinter. Und jetzt gucke ich mal, ob meine Maus mittlerweile geht, weil das geht besser hiermit. Ist erfolglos, oder? Also ich gebe hier nochmal Zeit zum Denken, weil das kann ich noch gut mit dem Finger machen hier. Ich springe einfach mal ab, das ist jetzt wirklich einmal exemplarisch die Demo, die dahinter steht, dieser Kennzahlen. Also am Ende die Zahlen hat man vielleicht gerade gesehen, sehen jetzt ein bisschen anders aus, sind jetzt wirklich kein Screenshot, sondern das ist das. Ah, das ist auch eine Möglichkeit, ja. Wunderbar, vielen Dank. Weil das ist gleich so, will ich so ein bisschen drüber hovern und das ist immer mit diesem Dongle ein bisschen anstrengend. Da greife ich ganz gerne nochmal zur richtigen Maus. Das
ist ja hier Gaming-Feeling. Funktioniert. Ja, wunderbar. Gut, also wie gesagt, das erstmal von den Informationen. Wie gesagt, die Inhalte können Sie wahrscheinlich deutlich besser einschätzen, was hier ist von den Service Cases, total, Reaktionszeiten, Lösungszeiten, wann die geschlossen wurden, hier auch noch, wann die erstellt worden sind und ähnliches. Was kann ich jetzt machen? Ich kann natürlich diese Informationen reinnehmen, habe aber auch hier schon Möglichkeiten, weitere Details mir anzugucken oder ein bisschen zu navigieren. Man sieht, wenn ich jetzt hier reinklicke, das ist ein ganz klassisches interaktives Cockpit, da sieht man hier jetzt gleich, okay, die außerhalb der Servicezeit sind bei 1,46 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Ich würde ja denken, die Reaktionszeit dauern länger. Während der Betriebszeit. Aber ja, Testdaten, wie gesagt. Aber vom Prinzip halt, denke ich mal, kann man das erkennen. Und so kann ich mir natürlich hier auch durch einzelne Punkte klicken und ähnliches. Das steckt dahinter. Ich kann auch hier hingehen, auch das ist möglich, wenn ich jetzt hier drauf gehe, einfach zu sagen, zeig mir mal an, was sind denn eigentlich für Datenpunkte dahinter. Das ist natürlich nochmal spannend zu sagen, ja, super, da sind jetzt 30 Fälle, was ist es denn konkret? Dann kann ich natürlich hier abspringen in die Quelldaten, wobei die IDs und alles mir jetzt nicht so viel sagen, aber man sieht so ein paar, das hat der Oliver bei uns gemacht, das ist ein Kollege von mir. Und ja, wie gesagt, das sind jetzt die Datensätze dazu, hängt natürlich, oh hier, der Bernd war auch dabei. Hast du erfasst. Das ist dein Lösungscase. Ja, also, das heißt, man kann hier diese Zyklennavigation, in der Regel, was das Dashboard halt ist es vorgedacht. Ne? Das muss man jetzt ein Stück weit sehen. Man überlegt sich, was kann man hier darstellen und baut das dort ein. So, das kann man, wie man das dann infrastrukturtechnisch macht, ob man das als iFrame dann bei so Media einbindet oder ähnliches. Ich denke, da sind unterschiedlichste Möglichkeiten denkbar. So, aber jetzt springe ich wieder zurück in meine Folien, weil ich denke, das reicht jetzt, um das einmal gezeigt zu haben. Ich gucke mal auf die Uhr und denke, oh, Sven, gib mal Gas. Und gehe jetzt in den nächsten Use Case. So, Abfrage Chat to Data nennen wir das. Was ist der Gedanke dahinter? Wir haben das heute schon mehrfach gehört. Chats, wir können Large Language Models nutzen für Chat, um Daten abzufragen. Meistens denkt man dann an ChatGPT oder ähnliches, wo man sagt, sag mir mal, was sind die größten Länder oder erklär mir mal das oder schreib mir mal ein Konzept dafür oder was auch immer. So, aber das kann ich natürlich logischerweise auf klassische Datenbank und diese ganze Datenlayer kann ich das draufsetzen und auch nutzen. Das heißt, wenn jetzt ein Mitarbeiter möchte irgendwas wissen, eine bestimmte Kennzahl, dann kann er jetzt anfangen, in der Datenbank SQL-Statements abzusetzen. Er kann auch anfangen, irgendwie Standard-Reports zu durchsuchen, kann sich neue Reports bauen oder er kann hier hingehen und sagen, ich frage einfach mal meine Datenbank. So, ich zeige da gleich noch mal ein Stück weit mehr. Hier auch einfach mal exemplarisch denkbar den Hub. Wir haben die Daten, Standardschnittstellen und wir haben hier so ein Framework. Das ist jetzt hier so ein AI-Framework, das wir nutzen, nennt sich AI Data Hub, der DSGVO-konform agiert und so weiter und so fort, wo man dann entsprechende Daten dran klemmen kann. Und auch hier möchte ich jetzt einfach mal einen Absprung machen. Wie fühlt sich das an? So, und jetzt gehe ich mal hier rein. Und das ist jetzt Microsoft Copilot. Ich muss sagen, auch dazu führen schon ein paar Statements. Ich habe das lieben gelernt und das ist jetzt noch nicht high sophisticated. Also ich nutze den Copilot, also ich kann den dann einstellen, ob Arbeitsumgebung oder Web. In der Arbeitsumgebung beispielsweise, wenn jetzt mir jemand sagt, Sven, geh mal zur Zomedia. Und ich sage, habe ich noch nie gemacht. Dann gehe ich hin und sage, sammel mir mal alles, was wir über Zomedia haben. Dann geht er ins Netz, sammelt sich Netzinformationen und auch bei uns intern, sofern die Information bereitsteht, sammelt alles zusammen. Also das ist wirklich, wirklich mehrwertig, was da kommt. Also das ist nicht, wo ich sage Spielerei, sondern damit kann man richtig was anfangen. Gut, so, aber jetzt in dem konkreten Fall möchte ich mal eben einmal so eine Analyse kurz zeigen.
Und das mache ich, weil das ist jetzt hier nicht irgendwie ein vorgedachtes System oder ähnliches, sondern ich habe hier einfach ein Excel-Sheet, genauso mit Fantasiewerten erstellt. So, eigentlich wollte ich dazu noch was schreiben. Jetzt komme ich in den Prompt nicht weiter nach vorne, also ist egal, wir laden es mal hoch. Bitte? Nee, ich wollte noch was davor schreiben, vor die Datei, und ich bin irgendwie nicht in diese, wie auch immer, ich mache es jetzt mal hinterher. So, jetzt hat er das Ding mal hochgeladen und da, ungefragt schickt er mir schon Informationen. Das war eigentlich so nicht vorgesehen. Wie gesagt, da sind ein paar Tabellen hinter, die habe ich da reingeschrieben, geht um Ausfallzeiten, Maschinen. Er hat das jetzt mal hochgeladen und gibt schon mal erste Informationen dazu aus. Welche Maschine, welche haben viele Ausfälle. Wie gesagt, das war jetzt noch gar nicht das, was ich zeigen wollte, aber ist auch ganz nett. Schon eine erste Analyse, aber ich kann jetzt genauso hingehen und sagen, so, jetzt will das einfach visualisiert sagen, Heatmap. Da ist jetzt irgendwie nichts, was irgendwie vordefiniert ist, was auch immer. Macht das mal. Jetzt analysiert er lustig. Wir sprechen jetzt nicht über die Antwortzeiten. Ich erinnere mich, in der Steinzeit, als diese ganzen Data Warehouses kamen, da ging es dann schnell in Regionen, wo es, die Sanduhr ist aber ganz schön lange da. Aber hier kann man immer sagen, KI braucht Zeit. So, also wir sehen hier schon mal, er hat ein paar Texte dazu und jetzt hat er hier eine Heatmap als Ergebnis generiert. So. Also wir sehen jetzt die Maschinen, das sind jetzt die Ausfallzeiten in Minuten und er hat die entsprechend visualisiert. Das ist einfach mal ein Beispiel. Natürlich kann ich da Balken, Liniendiagramme machen. Ich kann auch sagen, zeige mir die Top 5 Sachen. Ich kann auch konkrete Zellen reingehen. Also das kann ich machen, da muss ich jetzt kein Hyper-Data Scientist sein, ich muss kein Programmierer sein oder sonst was, kann man ad hoc machen. Also das ist schon absolut mehrwertig. Ja? Coole zu den Ausfallzeiten oder zu den Ladezeiten, was du kannst. Also meines Wissens nach ist ja der Copilot so programmiert, dass er schnell die Ergebnisse aufliefert. Wenn du aber promptest, ich möchte nicht die schnelle Ergebnisse haben, sondern nimm dir die Zeit, dann ist das um einiges tiefer und bessere Ergebnisse, als wenn er dir das vorschlägt. Ja. Richtig, ja. Mache ich in der Regel auch so. Ich schreibe, der erste Satz ist immer, bitte nimm dir ausreichend Zeit und dann kommt der Rest. Ja, nee, ist ein guter Punkt, absolut. Das bringt mich aber auf ein anderes Thema, was man hier im Kopf haben muss. Das sieht schön aus und das ist auch echt hilfreich. Jetzt habe ich da Excel-Tabellen hinter. Wenn ich jetzt natürlich eine Datenbank habe oder mehrere mit ganz vielen Zellen, Spalten, Feldnamen, was macht denn dann der Copilot? Ich schreibe dem Text rein und dann sucht er nach bestem Wissen und Gewissen die Daten, die er findet. So, das heißt, da sind LLMs hinter, das ist noch immer stochastisch, nicht deterministisch. Das muss man im Hinterkopf haben. Das heißt, wenn er hier dann was rausspuckt, wie gesagt, das ist jetzt ein einfaches Szenario, das muss er echt gut testen, dass dann auch wirklich er die richtigen Keywords findet, die richtigen Felder nimmt. Sonst schreibt er da irgendwas hin und man rennt dann zum Vorstand, sagt mal, hier Vertrieb, 30% gestiegen. Und der hat sich irgendwas zusammenfantasiert. Das muss man wirklich berücksichtigen, aber das ist natürlich ein Thema in allen Gen-AI-Cases. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Möglichkeit, die sich jetzt bietet, die ist schon, gibt mal ganz andere Optionen an der Stelle. Gut, eigentlich wollte ich. Ja. Ich würde es immer so sagen, es ist eine Hilfestellung, aber keine Abnahme der Arbeit. Weil ganz oft Daten sich einfach ausgedacht werden und ich würde ungern etwas behaupten, ne, wo man die Daten nicht geprüft hat und wenn ich mich jetzt selber hinhocke und alle Daten wieder prüfen muss, also wie gesagt, das nimmt es ja nicht ab, sondern es ist unterstützend. Ja, das ist definitiv wichtig. Man muss schauen, wie kann ich den Daten vertrauen. Was natürlich denkbar ist, ob man sich dann Abstraktionslayer, damit man halt nicht in die Situation kommt, dass da zig verschiedene Feldnamen, dass man einheitliche Metadatenmodelle, das ist ein bisschen
näher dran ist. Aber klar, aktuell, wie gesagt, ich würde mich nicht hinstellen und sagen, weil er sagt mir jetzt 30% Wachstum und ich habe da hochkomplexe Datenmodelle hinter, dass mein erster Schritt dann zum Friedrich Münch zu gehen und sagen, hier, übrigens mein Bonus stimmt dieses Jahr, da kann man dann auch böse auf die Nase fallen. Ja. Aber wie gesagt, das ist erstmal ein Medium, wir sind auch, das ist jetzt der Startpunkt, wir gucken mal in meinem Zeitstrahl dann weiter, was demnächst kommt, aber die Tendenz ist dahin. Auch da wieder die Entwicklung vielleicht. Meine AI-Lab-Zeit, ich erzähle immer gerne historisch, wie man merkt. Das war 2018, sind wir zu IBM gegangen. Die hatten damals IBM Watson, das war so dieser Computer, der Jeopardy gewonnen hat gegen Profis und vorher hatte die Blue Schach gewonnen, das waren die ganzen Storys. Und die haben das schon versucht zu machen. Da war wirklich bei IBM in deren InnoLabs. Und das war aber eine wirklich kryptische Sprache. Das war so schon fast so wie so Pseudoprogrammcode, wo ich sage, das hilft mir nicht weiter, weil da muss ich ja genau wissen, wie formuliere ich denn jetzt, dass ich einen Filter habe. Und die war schwierig. Das sind Meilen voraus. Wie gesagt, wir sind noch nicht am Ziel, sind wir uns einig, aber das ist echt schon gut, was da kommt. Gut, so jetzt schaue ich mal weiter in meine Folien und switche mal ich kann auch das Coding rausholen, auch das ist spannend. Also unsere Entwickler nutzen auch diese Tools schon extrem stark für Codings. Wo ich sage, also könnt ihr jetzt da hingehen und sagen, machen wir einen Python-Code drauf, und dann könnte ich das irgendwo reinpasten. Also es ist schon wirklich eine coole Entwicklung. So, jetzt komme ich zu dem nächsten Case. Kleinen Switch, einmal Delete, was wir eben alles gehört haben, nächster Case. Das ist einfach mal ein Beispiel Machine Learning, weil wir haben Berichte, wir haben Dashboards und Ähnliches. Hier geht es jetzt wirklich in das, was man halt weithin mit Data Science bezeichnet. Wir haben große Datenmengen und versuchen mit statistischen Methoden oder Machine Learning Ergebnisse zu erzeugen, die mir weiterhelfen. So. Das konkrete Modell, was hier gerade so rumflimmert, da ging es darum, Auffälligkeiten zu identifizieren. Im Grunde genommen ist das im Machine Learning ist es ein unsupervised Model. Das heißt, ich muss die Daten nicht klassifizieren vorher und sagen, du bist richtig, du falsch, sondern man nimmt aber die Daten und sagt, bild mal Cluster daraus im Clustering. So, dann nimmt er die Daten, hat dann hier offensichtlich, wie das so aussieht, 3 Cluster gefunden und hat hier ganz viele Satelliten, die lassen sich irgendwie nicht zuordnen. Das heißt, diese Satelliten sind natürlich jetzt Punkte, wo ich sage, müsste ich mir vielleicht mal genauer angucken, wieso passen die eigentlich nicht ins Schema. Das heißt nicht, dass das böse falsch sein muss, können ja auch neue Konstellationen sein, aber das sind Methoden, die man hierfür nutzen kann. Und hier oben, man kann es wahrscheinlich lesen, das sind 21 Dimensionen, ist natürlich hier vereinfacht auf 3 Dimensionen dargestellt. Aber das sind die Prinzipien. Das Beispiel geht ganz konkret aufs Banking zurück in der Geldwäscheprävention. Also hier geht es wirklich darum, dass Kundentransaktionen angeschaut wurden, zusammen mit Kundendaten und dann diese Vorsegmentierung stattfindet und man dann guckt, wer passt eigentlich da nicht rein. Das ist halt jetzt, wenn ich mir das weiter vorstelle, wir haben so viel Maschinen, Predictive Maintenance, Ausfallzeiten, wäre jetzt für mich naheliegend, ohne dass ich den Case mal gebaut habe, zu sagen, Maschinendaten einfach mal nehmen und zu schauen, ob man was Ähnliches herstellen kann. Wo ich sage, ich habe hier Auffälligkeiten, irgendwas könnte hier vielleicht demnächst deutet irgendwas darauf hin, dass ein ein Breakdown oder irgendwas ist, wäre denkbar. So, aber als Ergänzung hierzu auch nochmal ein kleines Statement. Das ist dieses kleine Bild hier unten. Auch da wichtig, man hat immer schöne Ideen, also wir haben die, unsere Kunden haben die, ganz viele Menschen haben die. Und dann denkt man, hey, das klingt doch super, machen wir, zack, wann geht es in Produktion? Falsche Denke. Das ist auch ein Riesenwandel der letzten Jahre, muss ich sagen. Man hat Ideen, man hat Daten dafür und bei solchen Cases geht es im Grunde genommen darum, im ersten Schritt mal zu überlegen, zu überprüfen, trägt das überhaupt? Macht das Sinn? Kann ich das überhaupt daraus ziehen? Und das ist jetzt hier, was ich hier mal exemplarisch, so ein klassischer Cycle, nennt sich CRISP-Cycle, den man in Data Science hat, aber der jetzt wirklich auch mit KI immer präsenter wird. Ich muss das Business einmal verstehen, was steht dahinter. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn nicht ich mich dahin stelle, sondern auch jemand, der Techniker ist und weiß, wie die Zusammenhänge sind,
bei den Maschinen. So, das ist das eine. Da muss ich verstehen, welche Daten habe ich denn eigentlich? Was zeigen die Daten, was sind die Inhalte? Dann gehe ich dahin, muss ich die Daten aufbereiten, damit die Maschinen lesbar sind und ich für ein Modell nutzen kann. Und das ist schon hier Zeitaufwand, gerade auch hier. Dann gehe ich hin und sage, ich nehme mir mal so ein Cluster-Modell, I don't know, K-Means, irgendwas suche ich mir aus, spiele ein bisschen mit rum mit den Daten, die ich habe und gucke, ob sich da irgendwie was abzeichnet, was Ergebnisse bringt, mit denen ich was anfangen kann. Und das ist ein Zyklus. So, und man kann das immer testen gegen Testdaten dann. Aber wichtig ist, es kann auch sein, man kommt zu keinem Ziel. Also in dieser Zeit mit Kunden, es ist nicht selten, dass man sagt, die Idee ist gut, aber macht eigentlich keinen Sinn. Das sollte man im Kopf behalten. Aber, jetzt kommt ein Aber, das sollte nicht heißen, dass man das deswegen nicht betrachten sollte, weil ich glaube, dieser Prozess ist extrem wichtig, weil es kommen immer wieder neue Daten, man kann immer mehr machen. Man sollte sich dem wirklich auch öffnen und ein Stück weit ausprobieren. So, Machine Learning. Gucke ich nochmal auf die Uhr. Ein paar Minuten habe ich noch. Was habe ich hier? Ja, jetzt springen wir nochmal in die Welt. 4. Case. Geht so ein bisschen auf Informationsbereitstellung. Konkretes Beispiel. Wir haben hier LLMs, hat man schon häufig gehört. Das sind diese RAGs, diese Retrieval Augmented Generation, wo ich Informationen ranziehe, Dokumente, was auch immer, Neues generiere und rausschicke. Im Grunde genommen etwas, wo ich Anfragen gegen ein System generiere. Das haben wir bei uns auf unserem Data Hub als Framework drumherum und nutzen jetzt in einem spezifischen Case oder für spezifische Szenarien Wissensgraphen, Knowledge-Graphen. Und das ist ein Thema, was momentan extrem viel Aufmerksamkeit bringt und wir auch da ganz konkret Kundenthemen, auch Kundenerfolge haben, wo wir sagen, das trägt. So, ganz kurz zur Erklärung. Im Grunde genommen habe ich hier auch, ich sag mal, das ist so die Basis. Im ersten Schritt habe ich die linke Seite, was ich vorhin in diesem Zyklus hier unten gezeigt hatte. Ich muss die Daten nehmen, muss sie aufbereiten und so weiter und trainiere dann, ja, trainieren ist das falsche Wort, ich baue diesen Wissensgraphen auf. Das heißt, er sucht sich Relationen, es geht um Knoten und Beziehungen dazwischen, sucht er sich zusammen, speichert die in so einem Wissensgraphen. Der kann unglaublich komplex werden. Das heißt, solche Szenarien sind wichtig oder gut, wenn ich hier wirklich komplexe Zusammenhänge habe. Das wäre jetzt ein Beispiel, Automotive beim Kunden. Da geht es um Features in deren Autos, hier das Beispiel Spurhalteassistent. Wir haben einen Spurhalteassistenten, der führt etwas aus, Fahrspurwechsel, hat Einschränkung A, B. Das ist so ein bisschen das Prinzip der Graphen. Das ist jetzt einfach gehalten, führt aber zu einem großen Netzwerk. Der Kunde nutzt das, wenn er sagt, er muss was verändern, ich sage mal ganz platt, und dann greife ich hier rein und dann ziehe ich raus und dann sehe ich sofort, welche Abhängigkeiten ich eigentlich daran habe. Das ist ein Beispiel. Das andere ist, er kann Sachen visualisieren, die ich sonst über zig Texte und Ähnliches mir zusammensuche, wo die Tage brauchen, mache ich ein UML-Diagramm. Zeig mir mal den Teilausschnitt und da kriegt man die Ablaufpläne. Also das ist extrem mächtig, kann sehr viel Zeit sparen und auch da jetzt für mich Transfer denkbar. Wir sprechen hier über Autos, es kann natürlich auch Maschinen betreffen. Ne? Wenn ich Maschineninformationen habe, die von einer gewissen Komplexität, auch da denkbar. Einfach mal als Idee. Und am Ende, wie gesagt, ich hatte es hier schon gesagt, der erste Teil Graphen aufbauen, dafür wird das auch schon genutzt. Der zweite Teil, ich kann hier Abfragen machen, ich kann Sachen generieren, ich kann das theoretisch auch in Systeme mit integrieren. Also dieser Knowledge Graph, das ist wirklich was, dieses auch in Richtung Wissensmanagement, wo ich sage, das ist nichts, ich sage, das kommt dann in 5 Jahren, das ist da. Und hilfreich. Gut, so. Das ist jetzt im Grunde genommen einfach mal weiter gedacht. Alles, was ich als Cases bringe, das soll ein bisschen auch, dass wir einen Blick darauf kriegen, was kann man denn machen, was geht und so die Erfahrungen da auch austauschen, muss man natürlich dann adaptieren in den jeweiligen Case. Gedanklich jetzt, wenn ich einfach weitergehe, würde ich sagen, ja, man könnte jetzt auch sagen, man hat einen Markt,
Datenmarktplatz, wie auch immer, den man seinen Kunden, Mitgliedern, wie auch immer, zur Verfügung stellen kann. Man kann da, jetzt wo ich eben durchgegangen bin, ich kann Dashboards publizieren, die genutzt werden können. Ich kann, wenn ich solche Modelle habe und ich sehe, die trage, kann ich die auch natürlich nutzbar machen für Kunden. Klar, ich kann die natürlich auch hiermit kombinieren, logischerweise. KI-Agenten, das muss ich jetzt mal mit draufnehmen, weil das habe ich heute noch nicht gesagt, das Wort. Nein, Spaß beiseite. Ist halt viel klassisch Automatisierung, wo ich sage, Schritte, die ich wirklich auch automatisiere mit KI-Möglichkeiten. Ich kann aber auch überlegen, Datasets. Ich glaube, das sind hochsensible Daten, über die wir sprechen. Aber was natürlich an diesem Case, den ich gezeigt habe, mit diesem dreidimensionalen Ding, was sich dreht, ich kriege natürlich die besten Modelle, wenn ich gute, ausreichend Daten habe. Und wenn irgendwas denkbar ist, dass man sagt, man stellt Daten bereit, die können anonymisiert oder ähnliches sein, dadurch erhöhe ich die Datenmenge, die ich nutzen kann, um solche Modelle zu bauen. Auch das kann man sich überlegen, woraus dann aus diesen Datasets vielleicht wieder Modelle generiert werden können. Wie gesagt, das sind einfach mal Ideen. Ich blende jetzt aus, darf ich das, will ich das, muss ich das, sondern einfach mal, in welche Richtung man denkt. Weil unternehmensintern geht es in diese Richtung. Jetzt sind wir hier natürlich, wo ich sage, wir haben mehrere beteiligte Unternehmen. Jeder hat so seine Wettbewerbsvorteile und ich denke auch, die Wettbewerber sitzen wahrscheinlich alle auch hier im Raum. Untereinander ist es vielleicht ein Stück weit anders, aber das ist eine Tendenz, in die es geht. Und wichtig ist, ein Marktplatz heißt nicht, diese Media muss alles machen und vorgeben, sondern er lebt auch davon, quasi die Kunden mit zu involvieren, um sowas bereitzustellen. Gut. Wir sind durch. Genau. Ja.